Es gibt definitive Belege, dass Menschen durch Beauftragte des Ministeriums für Staatssicherheit getötet werden sollten. Im Ziel solcher Mordpläne waren regelmäßig Personen, die vom Ministerium für Staatssicherheit als feindliche Personen bewertet wurden. Feindlich war eine gegen die DDR gerichtete Einstellung. Da gab es offenbar einen abgestuften operativen Bearbeitungsprozess, jemanden zu liquidieren. Ist Hans Plüschke einem Auftragsmord durch ehemalige DDR-Killer zum Opfer gefallen? Das bleibt die zentrale Frage der Soko in Fulda. War die Tat von Hintermännern geplant? Und kann der Waffentyp Hinweise auf den Täter und seine Herkunft geben? Man wollte eine schusswaffenspezifische Bestimmung haben. War es möglicherweise auch eine Waffe, die man später identifizieren kann? Man wollte wissen, welches Kaliber. Und diese Aufträge hatte natürlich das Landeskriminalamt bekommen. Dort gibt es entsprechende Spezialisten, die das untersuchen können. Es waren viele kleine Einzelteile, die man bei der Obduktion sichergestellt hatte. Man hatte mehrere Projektilteile im Gehirn von Herrn Plüschke gefunden und diese Teile sollten weiter untersucht werden. An diesen Geschossteilen wurden keine Spuren, die jede Waffe individuell erzeugt, festgestellt. Das Geschoss hatte ursprünglich das Kaliber .22 und es wurde festgestellt, dass es wohl aus einer Kleinkaliberwaffe stammte. Das Problem war, dass man diese Geschossteile keiner konkreten Waffe zuordnen konnte. Selbst wenn wir jetzt eine Vergleichswaffe gehabt hätte. Die Waffensachverständigen sprachen davon damals, dass wenn sich ein Geschoss so zerlegt, könnte es sein, dass es aus einer Waffe stammt. Zum Beispiel eine umgebaute Waffe, eine Schreckschusswaffe mit einem umgebauten Lauf. Zumal wir hatten bei Herrn Plüschke auch nur eine Einschussöffnung festgestellt. Es wurde kein Ausschuss festgestellt. Es kam die Vermutung auf, dass auch ein Schießkugelschreiber hier Tatwaffe gewesen sein könnte. Im Kalten Krieg setzten Agenten Schießkugelschreiber ein. Wer könnte außer der Stasi noch ein Motiv gehabt haben? Ehemalige Kollegen des getöteten Hauptmanns? Theoretisch gibt es unter diesen Leuten, die noch immer im Kopf in dem DDR-Weltbild leben, hochaggressive Menschen, die den Hass, den sie einmal entwickelt haben gegen die Bundesrepublik Deutschland, auch weiter bewahren. Wir haben mit diesen Zeugen oder mit diesen Hinweisgebern, das waren oft ehemalige BGS-Kollegen von Herrn Plüschke, gesprochen bzw. hinterfragt, wie sie zu dieser Behauptung kommen, das könnte etwas damit zu tun haben oder das war eine Operation, die nur 3 Mann ausführen konnten und was weiß ich, was es da für Theorien gab. Das waren, soweit wir das feststellen konnten, Annahmen, die sie aus der Tätigkeit, die sie hatten oder aus dem Wissen, wie sich so etwas abgespielt haben könnte. Viele Ex-NVA-Grenzsoldaten leben noch im ehemaligen Grenzgebiet, etwa im thüringischen Geisa. Nach der Wiedervereinigung schlossen sich einige in Vereinen zusammen und organisieren seitdem jährlich eine Gedenkveranstaltung zum Todestag von Rudi Arnstadt. Es gibt ja eine Kameradschaft der ehemaligen Angehörigen der DDR-Grenztruppen Florian Geyer. In diesem Bereich hat man Personen befragt. Wir haben vorgetragen, welche Hinweise es in diese Richtung gibt, dass nämlich alten Seilschaften in Anführungszeichen vorgeworfen wird, die wären für die Tötung von Herrn Plüschke verantwortlich, weil er nämlich 1962 bei diesem Grenzzwischenfall diese Rolle gespielt hat.
Wenn Ihnen diese Sachen, die Ihnen jetzt von BGS-Seite vorgeworfen wurden, beziehungsweise nicht direkter Kameradschaft, sondern alten Stasi-Seilschaften, so wurde bestritten, dass es so etwas in der Form überhaupt gibt. Es war auch glaubhaft, wie uns das rübergebracht wurde. Wir sind ja jeder Hypothese nachgegangen und haben also alle Ermittlungsmaßnahmen, die auch prozessual zulässig sind, haben wir versucht, aber in diese Richtung. Das heißt also ehemalige Grenztruppen der DDR oder auch MFS, haben wir keinerlei Anhaltspunkte gefunden, dass wir gegen eine konkrete Person prozessuale Maßnahmen hätten ergreifen können. Gut ein Jahr später finden Ermittler einen Toten in einem Steinbruch. Der Tatort ist nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Hans Plüschke erschossen wurde. Auch die verwendete Schusswaffe lässt die Kripo-Beamten aufhorchen. Am 22.06.1999 hat sich eine männliche Person hier in der Nähe suizidiert. Die Person hat sich mit einer Kleinkaliberwaffe getötet, die das gleiche Kaliber hat wie die Waffe, die als Tatwaffe im Fall Plüschke in Frage kommt. Die verstorbene Person, die sich suizidiert hat, hat in relativer Nähe zum Tatort gewohnt. Es war auch später bekannt geworden, dass diese Person öfters unterwegs gewesen ist, auch nachts. In der Tatnacht sahen Zeugen den Mann nahe der sogenannten Herbertsdelle auf der Bundesstraße 84. Es wurden dann Ermittlungen geführt. Es wurde unter anderem auch ein Tagebuch sichergestellt. Aus diesem Tagebuch ergaben sich Aufzeichnungen, dass diese Person in der Gegend Straftaten begangen hat. Der Verstorbene hat in das Tagebuch eingetragen, dass er sich auf illegalem Wege Geld verschaffen wollte. Er hat das mit der Abkürzung IGM benannt, illegale Geldmittelbeschaffung. Das hat er zum Teil getan, indem er in Gewerbeobjekte eingebrochen ist und dort Stehlenswertes entwendet hat oder dies versucht hat. Letztendlich wäre es ja auch rein theoretisch möglich gewesen, dass er sich dazu entschlossen haben könnte, einen Taxifahrer zu berauben, um dort auch an Bargeld zu gelangen. Handelt es sich bei dieser Person um den mysteriösen Anhalter aus der Tatnacht? Den Mann, den man mit einem Feuerzeug in der Hand an der B84 gesehen hat? Es ist durchaus möglich, dass es sich bei der Person, die mit dem Feuerzeug als Anhalter dort tätig war, dass diese Person identisch ist mit der Person, die sich später in dem Steinbruch suizidiert hat. Ist die Kripo endlich auf der Spur von Plüschkes Mörder? Ein DNA-Abgleich könnte klären, ob der Mann Spuren in Plüschkes Taxi hinterließ. Doch das Gesetz verhindert weitere Ermittlungen. Für die Ermittler ist hier Schluss. Gegen Tote darf deshalb nicht ermittelt werden, weil das Strafverfahren in der ganz klassischen Sichtweise der Schuldfeststellung dient. Mit dem Tod endet aber die Möglichkeit, dass man Schuld auf sich geladen hat. Der Tote hat keine Möglichkeit mehr, sich im Verfahren zu verteidigen. Das heißt, er hat auch nicht die Möglichkeit zu gestehen. Er kann sich zu dieser Tat nicht mehr verhalten. Und um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen, muss das Verfahren eingestellt werden. Und es sind finanzielle, sogenannte fiskalische Gründe. Der Staat ist nicht dazu da, allen Erkenntnisinteressen bis ins Letzte nachzugehen, denn das kostet Steuergeld. Es geht nicht darum, alle Interessen, die an Aufklärung bestehen, in einem Strafverfahren befriedigen zu können. Und insbesondere das Opfer hat in Deutschland im Strafprozess eine Stellung, die es ihm nicht ermöglicht, seine Interessen unmittelbar durchgesetzt zu bekommen. Wir haben einen öffentlichen Strafanspruch und wenn der sich gegen einen Toten richtet, dann geht er ins Leere und das Verfahren ist einzustellen. Die Fuldaer Ermittler können nicht feststellen, ob der Mann, der sich im Steinbruch das Leben nahm, der Mörder von Hans Plüschke ist.
Selbst ein Treffer beim DNA-Abgleich beweist nicht zweifelsfrei, dass er tatsächlich der Täter ist.